Hallo, ich bin Lilly und ich zeige euch heute, wie ihr diesen kleinen schönen Beutel basteln könnt. Dafür benötigt ihr einen festen Stoff, wie zum Beispiel Leder. Ich habe mich jetzt für einen Pelz entschieden. Eine Schere. Eine Schnur mit im besten Fall einer Kreide vorne dran. Eine Lochzange und ein paar schöne Knöpfe. Zuerst müssen wir den Stoff zurecht schneiden. Dafür breitet ihr ihn aus, am besten auf der Rückseite, damit man am Ende dann die Kreide nicht mehr sieht. Ich suche mir hier eine schöne Ecke aus und dann nehme ich die Schnur mit der Kreide vorne dran, messe ungefähr meine Handbreite ab und dann zeichne ich hier einen Kreis auf den Pelz. Das ist ein bisschen knifflig, aber am Ende habt ihr einen schönen runden Kreis. Und weil ihr an eurer Tasche auch noch hier vorne so einen Schniepsel benötigt, könnt ihr den auch gleich an den Kreis ranzeichnen. Der sieht dann ungefähr so aus. Und dann schneide ich den Kreis mit dem Schniepsel aus. So sollte dann am Ende eure Form des Beutels aussehen. Und jetzt benötigt ihr die Lochzange mit dem größten Loch und müsst dann in möglichst gleichen Abständen ein paar Löcher hineinstanzen. So, jetzt bin ich fertig mit den Löchern. Ich habe überall welche hingestanzt und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir uns von den Knöpfen einen aussuchen, der am Ende dann eben vorne an der Tasche dran ist. Dann nehme ich mir mal hier ein paar raus. Und dann gefällt mir der Knopf, den nehme ich jetzt dafür. Und dann müssen wir nun den Knopf anzeichnen bei unserem Schniepsel, damit wir mit der Schere dort einen Schnitt schneiden können, damit am Ende dann der Knopf da rausguckt. Dafür zeichne ich einmal so nah wie möglich den Knopf nach. Aber jetzt, damit der Knopf am Ende dann auch wirklich gut durchpasst und das Loch oder der Schnitt nicht zu weit wird, muss ich hier nochmal einen etwas kleineren Abstand einzeichnen. So, und den schneide ich jetzt aus. Dafür nehme ich möglichst die Hälfte. Das macht sich so am leichtesten, wenn ich den Stoff so knicke und hier den Schnitt schneide. So. Dann haben wir jetzt hier erstmal ein kleines Loch und falls es größer werden müsste, können wir das ja immer noch machen.
Besser zu klein als zu groß. So, jetzt versuche ich, ob der Knopf auch wirklich durch den Schlitz passt. Ja, es geht. Und jetzt nehme ich mir etwas von dieser Schnur. Am besten ist, wenn man ein Lederband nimmt oder etwas, was dazu passt. Ich benutze jetzt diesen Faden, weil man den sehr gut sieht. Dann nehmt ihr euch ein wenig von der Schnur, fädelt den durch den Knopf durch die 2 Löcher. So. Und jetzt müssen wir hier eine Markierung setzen durch den Schlitz hindurch. Wir klappen das an der Kante um, damit wir dann am Ende wissen, wo die beiden Fäden vom Knopf reinkommen. Dann brauchen wir jetzt die Lochzange. Mit der müssen wir hier nebeneinander 2 Löcher setzen. Sieht man jetzt nicht, aber jetzt habe ich hier 2 Löcher. Und jetzt kommen wir wieder zum Knopf. Dort müssen wir jetzt 3 Knoten setzen, damit der Knopf nicht direkt an der Tasche oder am Stoff dran bleibt, damit man ihn besser befestigen kann. So. Hier 3 Knoten. Und jetzt fädel ich die beiden Fäden durch die Löcher. So, Faden Nummer 1 und der zweite Faden. Dann schauen die Fäden hier raus und jetzt müssen wir nochmal Knoten dorthin setzen, um den Knopf zu fixieren. Da mache ich auch sicherheitshalber ein paar mehr, damit es auch wirklich hält. Ja, dann könnt ihr die Fäden abschneiden, aber muss auch nicht sein, weil am Ende sieht man das ja sowieso nicht. Gut. Kommen wir nun zu der Schnur, die dann am Ende dem Beutel die Form gibt. Ihr müsst die abmessen und am besten ist, wenn ihr am Anfang und am Ende jeweils eine Handbreit Schnur überlasst, damit ihr euch die dann am Ende auch umhängen könnt. Mache ich das so ungefähr und dann fahre ich hier mit der Schnur einmal an den Löchern entlang. Und am Ende, wie gesagt, nochmal eine Handbreit. Dann schneide ich sie ab. Und dann beginnt der Spaß, die Schnur durch die ganzen Löcher zu fädeln. Ihr fangt am besten von oben an. Dann gehen wir durchs erste Loch und dann eben auf der Unterseite gehen wir weiter durchs zweite Loch. Und dann ist man ja wieder hier oben und führt den Faden dann wieder durchs nächste Loch und so führt man das bis zum Ende durch. So, jetzt habe ich die Schnur hier eingefädelt und jetzt sind wir mit unserem Beutel auch schon fast fertig. Jetzt ziehe ich das erstmal ein bisschen zusammen und ihr müsst oben die beiden Enden zu einem Knoten verbinden, damit ihr dann am Ende die Trageschlaufe habt. Und jetzt zieht man einfach den Beutel immer mehr zusammen, dass es schön aussieht, wie man ihn gerne haben möchte.
Und da mache ich hier noch die Knöpfe rein, damit er auch gleich befüllt ist. Kann ihn jetzt hier mit dem Knopf verschließen. Und dann ist mein schicker Beutel fertig. Und eure hoffentlich auch. So. Jetzt ist er befestigt und ich bin bereit fürs Hussitenfest.